Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch nach etwas längerer Zeit wieder einen Pfeifentabak vorstellen. Dieser Pfeifentabak hier kommt wieder aus der Pfeifentabakmanufaktur DTM Dahn Tobacco in Lauenburg und konkret vorstellen möchte ich euch heute diesen Tabak hier. So, hier ist die Dose nochmal. Es ist aus dem Hause DTM Dahn Tobacco in Lauenburg der TIM Nummer 3 Cityline. Dieser Tabak basiert ja laut offizieller Beschreibung auf Virginia-Tabaken, und zwar auf einem Broadcut Virginia mit leichten gerissenen Flakestückchen und auch noch das Ganze harmonisch abgerundet mit einem Black Cavendish. Die Aromatisierung wird beschrieben als mit Yucatan-Honig und mit Trauben und hat schon von der Beschreibung her natürlich ja, sehr gut geklungen, hat mich neugierig gemacht. Und von daher möchte ich doch mal sagen, gehen wir doch mal ans Eingemachte und schauen nach, ob der Tabak das hält, was er verspricht. So, hier haben wir ihn nochmal. Der Tabak kommt halt eben in dieser 50 Gramm Dose daher. Wie ihr sehen könnt, die Dose ist offen, das Deckblatt ist mittlerweile entfernt. Der Schnitt ist, wie man hier sehen kann, sehr, sehr schön, sehr ansprechend. Und wenn wir an dem Tabak riechen, kommt einem halt wirklich sofort eine wirklich fruchtig würzige Note entgegen. Beschrieben wird das Ganze ja als eine Aromatisierung mit Yucatan-Honig und mit Trauben. Ganz deutlich kommt einem bei der Geruchsprobe das Honigaroma in die Nase. Ist also wirklich süßlich, würzig, riecht nach Honig. Und diese Fruchtkomponente, da bin ich mir nicht sicher. Es heißt ja, es soll aromatisiert sein mit Trauben. Der Geruch, der hier so im Hintergrund mitschwingt, wie gesagt, dominant ist definitiv der Geruch des Honigs. Aber diese Fruchtnote erinnert mich eigentlich schon wieder eher so an Apfel, Rosinen, vielleicht auch ein bisschen Feige. Also definitiv Apfel und Rosine.
Und ich meine auch so einen Duft von Nektarinen zu verspüren. Und das wundert mich gerade so ein bisschen. Es soll ja mit Trauben aromatisiert sein, aber nichtsdestotrotz erinnert mich der Duft zumindest doch noch ein bisschen an Nektarinen. Ich kann mich aber halt auch irren. Zumindest mein persönliches Empfinden. Doch ich möchte mich jetzt nicht allzu lange hier mit der Tabakdose und mit dem Geruch des reinen Tabaks befassen. Von daher würde ich sagen, gehen wir weiter zum eigentlichen Review über. So, laut offizieller Beschreibung empfiehlt ja Danpipe die Nutzung von größeren bis hin zu großen Pfeifen. Und aus diesem Grund habe ich mich für diese Pfeife hier entschieden. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, aus dem Hause Brebbia, die Fat Bob. Wenn das mal keine größere Pfeife ist, weiß ich auch nicht. Den Tabak habe ich nicht allzu fest eingebracht. Es ist halt nun einmal ein aufgeriebener Virginia, es ist ein Broadcut Virginia und ich habe mittlerweile schon eine halbe Dose weggeraucht und weiß daher, dass sich der Tabak auf jeden Fall aufbäumen wird. Daher würde ich sagen, gehen wir ans Eingemachte. Obwohl der Tabak auf Virginias basiert, habe ich diesmal beim Entzünden noch nicht einmal ansatzweise dieses leicht bittere Aroma im Mund. Und wie man hier, denke ich mal, ganz gut erkennen kann, er bäumt sich schon ein wenig auf, der Tabak. So, Oberfläche ist geglättet. Kommen wir zum Nachfeuern. Nochmal, das war jetzt das erste Nachfeuern. Und wieder bäumt sich der Tabak gut auf, was man jetzt hier eigentlich sehr gut sehen kann. Von daher, es empfiehlt sich wirklich, auf eine größere Pfeife zurückzugreifen, den Tabak nicht zu fest zu stopfen und nach Möglichkeit auch etwas Platz nach oben zu lassen. Der Tabak ist schön kühl und vor allem er ist sehr, sehr schön mild und weich. Und geschmacklich spürt man wirklich die Honignote. Man spürt wirklich eine sehr, sehr harmonische Mischung aus Honig und, wie ich finde, halt auch wirklich so diese leichte Süße, die von den Trauben kommen soll. Wenn man den Rauch die Zunge umspielen lässt, so merkt man ganz deutlich, dass der Tabak auf Virginias basiert. Es ist eine typische DTM-Virginia-Mischung mit dieser süffigen Note, die ich besonders zu schätzen weiß. Ich bin ja bekanntermaßen ein Liebhaber von diesen süffigen Virginias. Und insbesondere Virginias, die mit einem Honig-Flavor daherkommen, beispielsweise ja auch der Choo Choo Train, haben es mir ja besonders angetan. Bei Tim Nummer 3, City Blend, ist es halt nun mal wirklich so, man hat den Virginia, man hat die Honignote und das Ganze wird wirklich sehr angenehm und beinahe schon erfrischend mit dieser Fruchtnote unterstrichen,
die eben hier dieses Traubenaroma geben soll. Meiner Meinung nach kommt es so einigermaßen hin, wobei ich immer noch der Meinung bin, auch vom Geschmacklichen her, das kommt so ein bisschen mehr raus auf Rosinen mit Äpfeln, und zwar jeweils in dieser Trockenobstvariante, aber mit einer gewissen Spritzigkeit im Hintergrund. Und auch beim Abgang durch die Nase. Das Ganze ist mild, das Ganze ist süßlich. Auch beim Abgang durch die Nase spürt man Honig, man spürt Fruchtkomponenten. Jedoch kann ich beim Abgang durch die Nase jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es sich dabei jetzt um Rosinen handeln soll oder ob es doch Trauben sind. Aber unabhängig davon, es schmeckt sehr gut, es ist mild, es ist weich, es ist sehr, sehr angenehm. Und auch die Raumnote. Auch die Raumnote ist sehr, sehr duftig. Also definitiv eine Mischung, die für all jene geeignet ist, die halt auf ihr soziales Umfeld ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Und wie ich halt eben sage, angenehm, sehr, sehr angenehm riechend. Also von meiner Sicht her definitiv eine Empfehlung. Hier ist nochmal die Dose. Ich habe jetzt mittlerweile ja 2 Stück hier liegen. Tim Nummer 3 Cityline. Die Dose selbst ist, wie man unschwer erkennen kann, vom Design her recht unspektakulär. Es ist halt das klassische Design des Pfeifenhaus Tim. Doch lasst euch eben halt von dem schlichten Design nicht abschrecken. Der Tabak ist, wenn man wirklich süffige Virginias mag, wenn man eine Honigaromatisierung mag und vielleicht auch noch eine ganz dezente, angenehme, das Aroma unterstreichende Fruchtnote mag, ist man mit diesem Tabak hier aus meiner Sicht definitiv sehr, sehr gut beraten. Das war es daher auch schon von mir. Ich danke euch in gewohnter Weise herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin auch viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Macht's gut, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Ciao.